Ich habe mir jetzt Rinderganzdärme besorgt. So sehen die dann aus. Als erstes werde ich die mal in Wasser einlegen und schön einweiche und putze noch. Wir haben jetzt 1 Kilogramm Rindergulasch und 1 Kilogramm Schweinenacken. Ich würde jetzt erst die Därme vorbereiten. So, ich habe jetzt hier so italienischer Grappa und da nehme ich so ein Schnapsgläschen voll von. Da gebe ich jetzt noch 4 Teelöffel Knoblauch rein. Also ich nehme jetzt alles in Pulverform. Ich kann jetzt noch ein bisschen ziehen. So, ich benutze jetzt 50 Gramm Pökelsalz, dazu Starterkulturen oder etwas Puderzucker. So, ich habe hier mein angefrorenes Rindfleisch. Das schneide ich mir jetzt mal ein bisschen wolfgerecht zu. Und ich lasse das jetzt auch im ziemlich guten gefrorenen Zustand noch durch. Sollte jetzt auch schon ein bisschen zügig gehen. So sieht es mal aus, unser geschnittenes. Unser Pökelsalz geben wir mal drüber schon. Und unsere Gewürzmischung. Das lassen wir dann gerade mit durch den Wolf durch. Und später wird es dann noch vermengt. Ich gebe jetzt auch unsere Knoblauchmischung schon dazu. Und mit Grappa eingelegt. Kann man auch Rotwein nehmen. Ein bisschen vermengen. Dazu kommen Starterkulturen, Puderzucker. Nicht vergessen. Und stelle das mal 10 Minuten draußen auf dem Balkon. Da ist es ja kalt, bis ich meinen Wurstfüller aufgebaut habe. Das kommt so hier rein. Jetzt gut zugeschraubt. Ich habe jetzt hier 3 Scheiben. Ich nehme heute die große. Dann die Spirale kommt rein. Das Schneidmesser nehme ich. Ich nehme dann noch schwarzer Pfeffer, dann ich mag gerne Paprikawurst, dann nehme ich Paprika scharf, nehme ich noch dazu, dann ich habe Streugewürz noch und Kümmel, das hat zuletzt sehr gut geschmeckt, muss ich sagen, und Paprika edelsüß nehme ich noch dazu. Das ist eigentlich alles dann, was noch reinkommt, werde ich dann später noch dazu mische. Aber das mit den Gewürzen werde ich euch dann alles noch genau aufschreiben. Ich habe auch nur 15 Minuten, mehr kann ich nicht machen im Video, ich muss mich kurz halten. Dann geht es dann mal schon los mit dem Wolfe. Was jetzt dann sehr, sehr wichtig ist, das ist das Menge. Und das muss eine gute Bindung kriegen. Boah, das ist eisig, Leute. So Leute, das muss man wirklich gut vermengen, dass es eine gute Bindung kriegt. Ich habe es jetzt schon 2-mal gemengt. Könnte auch mit der Küchenmaschine machen. Aber ich mache es lieber mit der Hand, weil ich das Gefühl habe, wann es gut ist. So, das ist jetzt schon ziemlich gut. Das sollte jetzt nicht runterfallen. Ja, das klebt. So, wir bauen Wurstfilet zusammen. Und da kommt das Brät rein. Bisschen andrücke. Hier ist eine Entlüftung. Gucke, dass die gut auf ist. Und dann geben wir unseren Trichter hier rein. Wird jetzt mal so lange vorgedreht, bis es da vorne ist. Därme gut ausgespült und Wasser. Kommt da mal schon das erste. So, ich habe mir noch eine Nadel geholt. Wir fädeln den Darm auf. Ich muss sagen, die lassen sich sehr gut bearbeiten. Das erste Mal, wo ich die habe. Die wollte ich schon immer, bloß die waren immer so teuer. Jetzt habe ich was Gutes gefunden. Geht's mal schon los. Schön stramm fülle. Jetzt geht's los. Guck, ob sie fest genug sind, ja.
das reicht aber auch. So, das man dann schon eine. So sieht es aus, Leute. Klasse. So, die nächste. Oh, ist die aufgeplatzt da? Nee. Hat so ausgesehen. Ich gucke, dass es schön feststopfe. Das war es dann auch schon. Der Rest wird dann der Hand gefüllt. So Leute, so sehen sie nun aus. Die werden jetzt in der Küche aufgehangen. 36 Stunden. Sehen jetzt schon gut aus. Ich habe sie jetzt ein bisschen aufgehangen. Morgen werden sie schon wieder anders aussehen. So, ich habe sie gerade ein bisschen ingesprüht mit Wasser. Habe ich gerade vorher gemacht. Das müssen jeden Tag ein bisschen eingesprüht werden. Allerdings sind die jetzt in der Vorreifung. Und die hängen bei mir genau 3 Tage. Und ich habe jetzt eine Temperatur von 21,8 Grad, also fast 22 Grad. Hier ist sogar neben dran gerade die Heizung. Und die waren ja ein bisschen länger gewesen. Aber wie gesagt, die eine ist mir ja hingefallen. Und ja, habe ich sie müssen nochmal teilen, aber sind trotzdem noch groß. Die waren ja riesig schwer, die waren ja, deswegen sind die auch abgerissen. Und da ist noch so 2 kleine Würstchen. Ist mir auch ein Darm aufgeplatzt. Aber ich habe einfach gedacht, ich lasse die jetzt mal so. Ich lasse das mal so offen. Und mal sehen, wie das wird. Können wir mal sehen. Und da sieht man jetzt auch schön, habe ich ja gesagt, sieht man schön die Luft drin. Die steche ich dann immer mit der Nadel raus, hier auch. Gut, das Ergebnis werde ich euch dann zeigen. So Leute, diese sind jetzt 2 Wochen alt. Die sind jetzt auch dann mal 6 Stunden geräuchert. Man sieht, da ist nicht mehr viel übrig. Die haben sich schön zusammengezogen, ist auch super so. Also wenn ihr solche Salami machen wollt, dann schaut mein Video. Ich schneide jetzt mal ein Stück ab noch. Vom Geschmack her wirklich bombastisch. Schmeckt wirklich ganz klasse. Der Anschnitt ist nicht so schön, weil einfach der Wolf, der ich damals hatte, nicht so gut war. Ihr habt ja gesehen, das ist ein bisschen gequetscht worden beim Wolfe und von daher auch nicht so gut. Aber ansonsten Top Salami, macht's mal nach, ist was Leckeres. Aber vielleicht war es ja auch gerade der Fleischwolf, weil er das so gequetscht hat. Weil normale Salamis werden normalerweise gekuttert und vielleicht war es deswegen, dass die Salami so gut geworden ist. Überlegt mal Leute, was würdet ihr dazu sagen?